Hallo meine lieben Krebse, mein Name ist Angelika und ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute erwartet euch ein Tarot-Reading für den Mai im 2026. Jahr. Nun, lasst uns gemeinsam hineinschauen, was dieser Mai in euer Leben bringt. Wir beginnen mit den 3 wichtigsten Ereignissen, die euch im Mai erwarten. Spürt einmal hinein, ob es jetzt schon mit euch resoniert. Also, das erste wichtige Ereignis, das zweite und das dritte, danach gehen wir weiter. Dann schauen wir, was euch im beruflichen Bereich erwartet. Wie sich eure Einnahmen im Mai entwickeln werden. Danach schauen wir, was euch erwartet. In eurem persönlichen Leben, worauf ihr im Hinblick auf eure Gesundheit achten solltet. Und zum Abschluss ein Rat der Karten für euch für den Mai im 2026. Jahr. Gut, dann beginnen wir. Das erste wichtige Ereignis ist die 4 der Schwerter, das zweite das Ass der Münzen und das dritte der Wagen. Und wenn man diese 3 Energien zusammen betrachtet, entsteht ein sehr lebendiges Bild. Der Mai zeigt sich als ein dynamischer, dichter Zeitraum, der euch Möglichkeiten öffnet, Ressourcen bringt und eure Eigeninitiative aktiviert. Und gleichzeitig führt er euch bewusst in eine Phase, in der ihr eure Kräfte sammeln und wiederherstellen müsst. Gehen wir nun Schritt für Schritt hinein. Die 4 der Schwerter kann sich als körperliches Unwohlsein zeigen, und da sie an erster Stelle liegt, kann sich diese Energie bereits zu Beginn des Monats bemerkbar machen, vielleicht in der ersten Woche oder in einem bestimmten Zeitfenster. Das kann sich anfühlen wie ein Tag, an dem ihr einfach spürt, dass ihr euch hinlegen müsst, oder 2, 3 Tage, in denen euer Körper euch zur Ruhe zwingt, oder sogar eine Phase in der ersten Dekade, in der ihr euch begleitet fühlt von Müdigkeit, Druck im Kopf oder einem diffusen Gefühl von Erschöpfung nach intensiver Belastung. Manchmal spricht diese Karte nicht nur über den Körper, sondern über den Geist, besonders dann, wenn ihr zuvor sehr viel mentale Energie investiert habt. Vielleicht habt ihr ein komplexes Projekt abgeschlossen, einen anspruchsvollen Bericht, eine wichtige Aufgabe oder euch lange vorbereitet, konzentriert gearbeitet, geschrieben, analysiert, erschaffen. Und jetzt entsteht dieser Moment, in dem euer Inneres ganz klar signalisiert, dass Regeneration notwendig ist, dass ihr euch zurücknehmen dürft, um wieder in eure Kraft zu kommen. Es kann euch in die Stille ziehen, vielleicht in Meditation, vielleicht in einen bewussten Rückzug, vielleicht sogar an einen Ort, an dem ihr euch regenerieren könnt, fern von äußeren Anforderungen. Ein Retreat, ein ruhiger Ort, ein Raum für euch selbst. All das kann hier eine tiefe Wirkung haben und euch helfen, euch neu auszurichten und innerlich zu sammeln. Oder diese Energie zeigt sich so, dass ihr ganz bewusst Abstand nehmt, nicht aus Schwäche, sondern aus Klarheit und Fokus. Ihr entscheidet euch, eure Aufmerksamkeit zu bündeln, euch nicht zu verzetteln, sondern euch ganz einer wichtigen Sache zu widmen, und dafür reduziert ihr Kontakte, Aktivitäten, äußere Ablenkung. Ihr zieht euch zurück, taucht tiefer ein, lebt vielleicht vorübergehend zurückgezogen. Und genau dort entsteht eine besondere Tiefe, aus der heraus sich eure Ergebnisse formen. Das zweite wichtige Ereignis ist das Ass der Münzen. Und hier beginnt sich etwas zu materialisieren. Etwas wird greifbar, sichtbar, real. Wenn wir es mit der vorherigen Energie verbinden, zeigt sich, dass eure Konzentration und euer Rückzug euch zu einem konkreten Ergebnis führen. Ihr bekommt das, worauf ihr hingearbeitet habt. In manchen Fällen kann sich dieses Ass auch ganz wörtlich zeigen, als Geburt, als Beginn neuen Lebens. Und dann wird klar, warum vorher Ruhe, Vorbereitung oder sogar ein Aufenthalt notwendig waren. Doch im weiteren Sinne öffnet dieses Ass im Mai für euch große Möglichkeiten. Türen gehen auf, Chancen werden sichtbar, Wege beginnen sich zu erweitern. Das kann mit einer Reise verbunden sein, mit Bewegung, mit einem Ortswechsel, mit einer geschäftlichen Entwicklung in einem neuen Umfeld oder sogar in einem anderen Land. Im Kern ist dies eure zentrale Energie, eine Phase, in der sich die materielle Ebene eures Lebens neu strukturiert und erweitert. Es kann sich zeigen als Geldzufluss, als Angebot, als neuer Schritt im Beruf, als Entwicklung eures eigenen Projekts oder eures Geschäfts, und alles, was hier geschieht, trägt Wachstum in sich. Doch noch wichtiger ist die innere Dimension. Ihr erkennt, dass ihr in der Lage seid, eure Ziele umzusetzen, eure Pläne zu realisieren und eure Visionen in die Realität zu bringen. Dieses Ass bringt euch Unterstützung, Möglichkeiten und eine klare Bestätigung.
Ihr bewegt euch in die richtige Richtung. Und das dritte wichtige Ereignis ist der Wagen. Eine Energie der Bewegung, der Entscheidung und des Voranschreitens. Oft zeigt er sich als Reise oder als bedeutender Schritt nach vorne, ein Umzug, ein Wechsel, eine neue berufliche Chance oder eine Entwicklung, die euch aus der bisherigen Situation herausführt. Es kann auch sein, dass ihr Nachrichten erhaltet, auf die ihr lange gewartet habt. Dokumente, Bestätigungen, Ergebnisse, die nun endlich in Bewegung kommen. Und manchmal aktiviert diese Karte alte, zurückgelegte oder pausierte Themen, Projekte, die lange im Hintergrund waren, beginnen sich plötzlich zu entfalten, werden wieder lebendig und bewegen sich schnell auf ein Ergebnis zu. Wenn ihr euch in einer Wettbewerbssituation befindet, sei es beruflich, kreativ oder sogar sportlich, kann der Wagen auch den Sieg anzeigen, das Durchsetzen, das klare Vorankommen. Oder es ist einfach Bewegung, Reisen, unterwegs sein, Eindrücke sammeln, neue Räume betreten, neue Erfahrungen machen. Diese Energie bringt Dynamik in euer Leben, eine spürbare Aktivierung, ein inneres und äußeres Vorwärtsgehen, das euch mitnimmt und gleichzeitig stärkt. Und genau darin liegt die Kraft dieses Monats. Ihr bewegt euch, ihr wachst, ihr erweitert eure Grenzen und nehmt dabei etwas sehr Wertvolles mit. Dann schauen wir weiter, was euch im Bereich Arbeit und Einkommen erwartet. Also, in der Arbeit zeigt sich die 7 der Kelche. Und hier öffnen sich tatsächlich viele Möglichkeiten. Gleichzeitig entsteht aber auch ein Gefühl von Unklarheit. Es werden viele Angebote auf euch zukommen. So viele, dass ihr innerlich ins Schwanken geraten könnt, als würdet ihr nicht genau wissen, womit ihr beginnen sollt, was ihr ergreifen sollt und welches Angebot wirklich Substanz hat. Es fühlt sich an wie ein Moment, in dem alles interessant wirkt. Alles zieht euch an, doch die Entscheidung fällt schwer. Und genau hier liegt der wichtige Punkt dieser Karte. Sie spricht auch von Illusionen, von Selbsttäuschung, von Angeboten, die schöner erscheinen, als sie tatsächlich sind. Manchmal wirkt etwas sehr verlockend, doch wenn man tiefer schaut, fehlt die reale Grundlage. Und die Erwartungen beginnen sich aufzubauen, ohne wirklich getragen zu sein. Es kann sich wie ein inneres Bild anfühlen, fast wie eine Fata Morgana, etwas, das sichtbar ist, aber nicht greifbar wird. Deshalb ist es bei dieser Energie so wichtig, achtsam zu bleiben. Was hier jedoch auch positiv ist, ihr habt viele Ideen, viele Pläne, viel kreative Bewegung in euch. Doch die 7 der Kelche verlangt von euch eine Entscheidung, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das, was wirklich trägt. Vielleicht ist es nur eine einzige Idee, aber genau diese eine kann euch ein echtes Ergebnis bringen. Das ist entscheidend. Denn oft geschieht es bei dieser Energie, dass man beginnt, sich in Vorstellungen zu verlieren. Man baut innere Bilder auf, entwirft Möglichkeiten, glaubt, dass sich daraus finanzielle Chancen entwickeln könnten. Es entstehen viele Projekte im Kopf, viele Wege, viele Varianten. Doch während ihr euch darin bewegt, können die wirklich wichtigen Dinge unbemerkt bleiben. Sie rutschen aus dem Fokus. Man vertraut zu schnell, folgt fremden Versprechen, lässt sich von äußeren Stimmen leiten. Und erst später kommt das klare Erkennen, dass vieles davon leer war, nicht umgesetzt wurde, nicht die Tiefe hatte, die es zunächst versprach. Achtet hier besonders darauf. Es kann auch sein, dass euch etwas angeboten wird, bei dem ihr eher genutzt werdet. Zum Beispiel ein Projekt, in dem ihr euch zeigen könnt, euch einbringen könnt, in dem euch gesagt wird, dass es wichtig für eure Zukunft sei. Ihr investiert Zeit, Energie, Wissen, ihr gebt euch hinein. Und am Ende erkennt ihr, dass ihr nichts Greifbares erhalten habt, während jemand anderes daraus Gewinn zieht, sich positioniert, sich zeigt, vielleicht sogar durch euren Einsatz. Ihr hingegen bekommt vielleicht nur die Erwähnung, dass ihr beteiligt wart, doch kein reales Ergebnis für euch selbst. Und genau deshalb bringt diese Karte euch zurück zu euch selbst, zu eurer Ausrichtung. Es geht darum, dass ihr euch an dem orientiert, was für euch wirklich Bedeutung hat, nicht für andere. Träumen ist nicht falsch. Ideen zu haben ist wertvoll. Angebote zu prüfen ist sinnvoll. Und ja, eure Kreativität wird in diesem Monat sehr aktiv sein. Doch gleichzeitig ist es entscheidend, dass ihr klar unterscheidet zwischen Illusion und realer Perspektive, zwischen Wunschbild und tatsächlicher Möglichkeit. Gebt euren Fantasien nicht die Macht, euch zu führen. Lasst euch nicht von leeren Versprechen täuschen. Richtet euch aus auf eure Ziele, auf das, was euch wirklich weiterbringt. Wählt bewusst und geht euren Weg aus eurer eigenen Klarheit heraus. Dann schauen wir auf die finanzielle Ebene. In Verbindung mit dieser Energie kann es sein, dass ihr euch auf Angebote einlasst, die sich später als wenig tragfähig zeigen, und entsprechend bleibt auch das finanzielle Ergebnis begrenzt.
Es können zwar Einnahmen kommen, doch sie fühlen sich nicht ausreichend an, nicht so, wie ihr es erwartet habt. Vielleicht wird weniger gezahlt, als versprochen wurde. Oder etwas wird gar nicht ausgezahlt, obwohl Erwartungen im Raum standen. Oder es wurde von Anfang an nicht klar über Geld gesprochen, sondern eher über Chancen, über Sichtbarkeit, über Entwicklung. Und ihr geht hinein mit der Hoffnung, dass sich später etwas daraus ergibt. Hier zeigt sich der Eremit und er trägt eine ganz besondere Energie. Er spricht davon, dass das Materielle in den Hintergrund tritt, dass ihr euch stärker auf eine Idee, ein Ziel, einen inneren Sinn ausrichtet. Es kann sein, dass ihr bewusst etwas tut ohne sofortigen finanziellen Gewinn, weil euch etwas anderes wichtiger erscheint. Erfahrung, Erkenntnis, Positionierung. Oder ihr arbeitet an etwas, von dem ihr spürt. Die Früchte werden später kommen, nicht jetzt, nicht im Mai. Und genau hier liegt eine wichtige Feinheit. Wenn es Vereinbarungen gibt, dann prüft sie sehr genau. Denn der Eremit kann darauf hinweisen, dass Absprachen sich auflösen, dass etwas nicht eingehalten wird, dass sich Bedingungen verändern. Insgesamt zeigt sich im finanziellen Bereich eher eine Phase der Zurückhaltung, vielleicht auch eine Notwendigkeit, bewusster mit Ressourcen umzugehen. Das ist kein Monat großer Einnahmen, doch gleichzeitig ist es ein Monat der inneren Ausrichtung. Ihr nehmt Abstand, schaut tiefer, betrachtet eure berufliche Situation aus einem neuen Blickwinkel. Ihr beginnt zu erkennen, was wirklich Zukunft hat, was sich lohnt, was weitergeführt werden sollte. Vielleicht nutzt ihr diesen Monat, um euch neu zu positionieren, euch zu zeigen, einen Grundstein zu legen, sodass nicht im Mai, sondern vielleicht im nächsten Schritt, im darauffolgenden Monat, sich daraus ein finanzieller Fluss entwickeln kann. Ihr setzt euch neue Orientierungspunkte, neue Ziele, wie jemand, der mit einer Laterne durch die Dunkelheit geht, Schritt für Schritt, ruhig, klar. Und genau so bewegt ihr euch. Ihr leuchtet euren Weg aus, erkennt, wohin ihr gehen wollt. Auch wenn dieser Monat euch noch nicht den großen finanziellen Durchbruch bringt, führt er euch in eine viel tiefere Klarheit. Und genau daraus entsteht euer nächster Schritt. Dann schauen wir weiter, was euch im persönlichen Bereich erwartet. Hier zeigt sich die Königin der Kelche und für diejenigen von euch, die in einer Partnerschaft sind oder in einer stabilen, langfristigen Beziehung leben, rückt das Thema Zuhause ganz stark in den Mittelpunkt. Und achtet einmal darauf, am unteren Ende des Decks liegt hier die 4 der Stäbe, eine Karte von Zuhause, von Feierlichkeit, von Wärme, von Geborgenheit. Und entsprechend tritt mit der Königin der Kelche die Liebe in den Vordergrund, Liebe, Annahme, emotionale Nähe. In dieser Energie nimmt die Frau eine besonders wichtige Rolle ein. Sie ist es, die trägt, die fühlt, die verbindet. Sie zeigt sich liebevoll, offen, tief empathisch. Sie spürt, unterstützt, hält den Raum. Und der Mann, er fühlt sich zu genau dieser Energie hingezogen. Er möchte in ihrer Nähe sein. Er findet dort Ruhe, Vertrauen und ein Gefühl von Ankommen. Ein Mann in dieser Energie weiß, dass er zu Hause erwartet wird, dass dort Wärme ist, dass er angenommen wird, so wie er ist. Dass an seiner Seite eine Frau ist, die bereit ist zu lieben, zu umsorgen, zu unterstützen, ihre Familie, ihren Partner, ihre Kinder, sofern Kinder da sind. Diese Karte kann sich auch ganz konkret zeigen, als Nachricht über eine Schwangerschaft oder sogar als Geburt eines Kindes. Und in Verbindung mit dem Ass der Münzen verstärkt sich dieses Bild noch. Für diejenigen, die sich noch in einer Kennenlernphase befinden, kann die Königin der Kelche sich auch als Schritt in eine tiefere Verbindung zeigen, bis hin zur Ehe. Vor allem für Frauen kann dies bedeuten, ein Heiratsantrag, ein Übergang in eine verbindliche Partnerschaft. Und wenn ihr aktuell allein seid, dann bringt diese Energie eine neue Begegnung, eine Verbindung, die sich nicht oberflächlich anfühlt, sondern tief geht. Und sehr oft trägt genau diese Art von Begegnung das Potenzial in sich weiterzuentwickeln, zu wachsen und in eine feste Verbindung zu führen. Dann schauen wir weiter, worauf ihr im Bereich Gesundheit achten solltet. Auch hier zeigt sich erneut eine Energie, die mit Schwangerschaft und Geburt verbunden sein kann. Daher ist es wichtig, achtsam mit dem Körper umzugehen. Natürlich betrifft das in erster Linie Frauen, doch auch Männer dürfen hier aufmerksam sein und ihre Partnerinnen unterstützen. Wenn das Thema Familie für euch aktuell ist, dann ist es wichtig, dass alles in einem guten, gesunden Zustand ist, damit neues Leben sich harmonisch entfalten kann. Im Allgemeinen jedoch zeigt der Weltarkana eine sehr kraftvolle Energie, ein Gefühl von Ganzheit, von Vitalität, von innerer Weite. Es entsteht der Wunsch, das Leben in seiner Fülle zu erleben, sich zu öffnen, zu fühlen, zu genießen. Doch achtet darauf,
wenn diese Karte sich im Kontext eines bestehenden Themas zeigt, besonders in Verbindung mit der 4 der Münzen. Dann kann es sich um körperliche Einschränkungen handeln, vor allem im Bereich des Rückens oder der Wirbelsäule, insbesondere für diejenigen, die bereits solche Themen kennen. In diesem Fall kann es sein, dass ihr euch im Mai mehr Ruhe gönnen müsst, vielleicht weniger Bewegung, vielleicht eine Phase des Rückzugs. Manchmal zeigt sich hier auch die Notwendigkeit, sich behandeln zu lassen oder etwas genauer untersuchen zu lassen. Doch da die Gesamttendenz eurer Karten sehr positiv ist, wirkt diese Phase eher kurz, als ein Moment, in dem ihr euch bewusst schützt und eure Kräfte schont. Vielleicht ist es nur eine kleine Pause, ein Eingriff, eine Unterstützung, nach der ihr relativ schnell wieder in eure Energie zurückkehrt. Und wenn euch solche Themen nicht betreffen, wenn euer Körper stabil ist und ihr keine Beschwerden habt, dann werdet ihr euch in diesem Monat sehr gut fühlen. Kraftvoll, lebendig, präsent. Dann schauen wir auf den Rat der Karten. Und der Rat für euch im Mai ist klar. Bleibt aktiv, richtet eure Energie auf das, was euch wirklich wichtig ist. Verzettelt euch nicht, sondern wählt bewusst das, was euch ein echtes Ergebnis bringt. Übernehmt die Initiative, geht voran, trefft Entscheidungen, handelt aus eurer inneren Klarheit heraus. Und wenn sich eine Möglichkeit zeigt, etwas Neues zu beginnen, dann erlaubt euch diesen Schritt, wagt es, geht hinein in das Neue und verwirklicht euch darin so vollständig, wie ihr könnt. So zeigt sich euer Monat, meine lieben Krebse, für den Mai im 2026. Jahr. Denkt daran, dies war ein allgemeines Reading. Wenn ihr eine persönliche Legung möchtet, mit einer tiefen Analyse eurer individuellen Situation, könnt ihr diese über die E-Mail-Adresse bestellen, die ihr in der Beschreibung unter diesem Video findet. Wenn ihr ein wichtiges oder komplexes Thema in eurem Leben klären möchtet, meldet euch gern, ich begleite euch dabei. Abonniert den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich sehr, euch hier zu sehen. Und nutzt auch gern die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch von Herzen für eure Aufmerksamkeit, eure Abonnements, eure Likes und eure Kommentare. Wir sehen uns morgen. Mit Liebe, eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch. Bis bald.